Hallo zusammen. Ich habe mir heute vorgenommen, allen zu helfen und dann fange ich diesmal mit denen an, die mit einer Revolvermaschine arbeiten, mit einer Siemens-Steuerung und dabei nicht selten solche Werkzeughalter einsetzen, bei denen man problemlos schnell die Werkzeugköpfe wechseln kann. Es können angetriebene Werkzeuge sein, können aber auch feste Halter sein. Es geht meistens darum, bei einzelnen Teilen oder kleinen Serien, dass man nicht genug Platz auf dem Revolver hat oder zu wenige angetriebene Halter hat. Ich habe hier einen Revolver gerüstet. Und zwar ist nur ein angetriebener Grundhalter drauf auf Platz 6. Da möchte ich mit diesem Schnellwechselkopfverfahren 3 Werkzeuge wechseln, und zwar bohren, kleine Phase machen und dann Gewinde bohren hinterher. So, Platz 6 habe ich mir vorgenommen. Ich habe hier auch so ein Beispielprogramm. Und zwar sind hier die Positionen verknüpft. Das müssen wir leicht abändern. Vor allem auch für den Wiedereinstieg ist es besser, wenn man die Werkzeuge vorher aufruft. Und zwar machen wir das hier über gerade Kreis. Werkzeugaufruf hole ich mir als erstes mal den Bohrer. Die Ebene muss nicht sein, aber schaden wird sie auch nicht. Dann das nächste Werkzeug, da kommt einmal der Anbohrer. Genauso mit der Stirn-C-Ebene. Und anschließend machen wir nochmal den Gewindebohrer. So, das Programm wäre soweit abgeändert. Leider haben wir die Kette unterbrochen und somit werden wir mit dem Bohren die Position hier unten nicht erkennen. Die könnten wir uns entweder alle kopieren oder wir könnten uns einmal die Positionsnummer merken und dann über Bohren mit Position wiederholen arbeiten. Fürs Zentrieren werde ich die Position 2 benutzen, so wie da oben, genauso wie fürs Gewindebohren. Nehmen wir dann auch die 2. So würde das Programm schon laufen. Und um die Werkzeuge über diesen Schnellwechsel einzusetzen, habe ich hier so ein Programm, das heißt TOSWK, Klammer auf, dann bräuchten wir noch die Platznummer, das wäre die 6, Komma, brauchen wir jetzt den Namen von dem Werkzeug. Der muss allerdings in Anführungszeichen stehen, um die korrekte Syntax zu behalten. Und anschließend hätten wir den Winkel. Bei mir sind es 30 Grad, dann komme ich ganz bequem an die angetriebenen Werkzeuge dran, um die zu wechseln. Hier machen wir das genauso. Nehmen wir dann den Anbohrer rein. Auch wieder mit 30 Grad. Und zum Schluss nochmal den Gewindebohrer. Und bei den 30 Grad, da gibt es noch was zu sagen. Ihr könnt den Winkel frei einstellen. Dann würde sich das angetriebene Werkzeug drehen, bevor die Tür aufgeht. Ihr könnt aber auch noch eine Minuszahl benutzen, zum Beispiel -2. Dann würde der Revolver 2 Plätze zurückschwenken. Ja, das heißt, er würde sich auf Platz 4 hinstellen. Und so hätte ich die 6 bequem oben. Das ist vor allem für feste Werkzeuge ganz gut, weil da kann man die dann einfacher wechseln. Da bringt ja nichts, die C-Achse einzustellen. Wäre also auch eine Möglichkeit, nicht angetriebene Werkzeuge zu wechseln. So, jetzt lassen wir das Ganze laufen und dann sehen wir, Platz 6 ist zurzeit noch frei. Dann starten wir und da steht oben bitte das Werkzeug, der axiale Vollmetallbohrer, Durchmesser 5 auf Platz 6 einbauen. Das Werkzeug ist schon da, das heißt, die Maschine würde stehen bleiben mit einem 0, die Tür würde sich öffnen und die würde darauf warten, dass wir das Werkzeug einbauen. Also auch eine sichere Sache. Die Tür ist ja entriegelt, können wir also nicht einfach nur Start drücken. Hier schon. Dann gehen wir weiter. Dann werden die 6 Positionen gebohrt. Und als nächstes wird auch der Anbohrer eingewechselt. Und dann geht es weiter zum Gewindebohrer. Funktioniert. Es geht auch ein Stück weit um Sicherheit. Und zwar möchte ich verhindern, dass ich mit einem falschen Werkzeug starten kann. Jetzt ist als letztes der Gewindebohrer drauf. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal starte, wird die Steuerung mir sagen, der Gewindebohrer muss weg. Da muss der normale Bohrer wieder hin. Also wieder auf Platz 6. Und wir könnten schauen, wenn das Werkzeug schon eingebaut ist, wie in meinem Fall jetzt. Ich habe hier abgebrochen, hätte ich das Werkzeug also drauf gemacht. Dann könnte ich einfach starten und die Maschine würde sofort loslegen mit dem Bohren. Dazu gibt es noch eine Sache, und zwar gibt es noch eine Stelle weiter hinten, die habe ich jetzt noch nicht benutzt.
Jetzt gibt es keine Meldung zur Bestätigung, dass das Werkzeug schon auf dem Platz ist. Zum Einfahren oder für Einzelteile auch ganz gut, wenn man dann dahinter noch eine 1 schreibt. Das wäre nochmal eine Kontrollbestätigung. Wenn das Werkzeug schon auf dem Platz ist, dann würde trotzdem eine Meldung kommen, dass das Werkzeug schon eingebaut ist. Ist schon auf Platz 6, also könnten wir direkt weitermachen, ohne das Werkzeug zu wechseln. Aber die Maschine bleibt nochmal stehen und startet nicht einfach mit dem Werkzeug. Also nochmal eine zusätzliche Kontrolle. Also 1 ist die Kontrolle da, 0 ist keine Kontrolle. Würde direkt mit dem Werkzeug loslegen, wenn es schon drauf ist, rein softwaretechnisch. So, dieser Zyklus, den hatte ich hier über die Anwenderzyklen reingeladen, wie gewohnt. Da gibt es hier einmal das TOSWK und das Set dazu. In dem Set gibt es ein paar Einstellungen. Da geht es einmal auch um die Erklärung der Parameter. Und dann gibt es einmal die Einstellung der Anzahl der Plätze auf dem Revolver, mechanisch tatsächliche Plätze. Magazinnummer am Werkzeugwechselpunkt mit 1 entscheidet der Zyklus automatisch, ob das mit Shopturn weggefahren wird oder mit Gildemeister. Das ist dieser L710-Zyklus. Sonst gibt es bei 0 zum Beispiel keine Bewegung. Die müsste dann selbst fürs Wegfahren vorm Schwenken sorgen. Dann bei den Sprachen entweder Gemash Param oder die Sprache selbst einstellen. Die 3 sind da. Haube entriegeln sind M-Funktion, also maschinenbezogen, sowie auch hier Schwenken auf Leerplatz ist auch maschinenbezogen. Das wäre für Gildemeister H10. Ansonsten sind die Einstellungen soweit übersichtlich, ist nicht allzu viel da. Genau. Und wer es braucht, bitteschön einstellen, benutzen, genießen. Viel Spaß.